25 Mio. Also ich würde schätzen, der ist nicht mal 5 Mio wert, ne. Scheißegal, ob der plus 7 ist oder nicht. Was willst du mit einer Waffe plus 7, wo das einzig Relevante die Skillerweckung ist und wenn er keine hat, dann ist er wertlos. Er könnte auch plus 10 sein und wäre nichts wert, wenn er keine Skillerweckung hat. Nutzlos. Beim Elementor kommt es nur auf die Skillerweckung an. Wie viel damit Poison Cloud kosten? Naja, es kommt halt darauf an, wie viel Poison Cloud. 15. Ja, das kann ich jetzt pauschal nicht beantworten, aber ich würde jetzt mal schätzen, so 50 bis 100. Je nachdem, was er sonst noch für Upgrades hat. Aber du würdest schon wahrscheinlich mit Poison Cloud 5% wäre schon besser als plus 7. Poison Cloud 5% wäre vielleicht sogar besser als plus 10. So wenig Unterschied macht das Plus. Und so viel Unterschied macht Poison Cloud. Zumindest das Hit and Run Elementor. Das Hit and Run Elementor will man eigentlich auch wirklich nichts anderes. Weil das einfach dein Main Skill ist, mit dem du levelst. Wenn du was anderes machst, Dungeons oder so, dann hast du andere Priorität. Dann willst du wahrscheinlich Electric Shock. Oder in seltenen Fällen vielleicht auch mal was ganz anderes. Oder wenn du PvP spielst oder so. Aber wenn du AOEst, Hit and Run, Elementor, dann wüsste ich nicht, warum du jemals was anderes als Poison Cloud nehmen solltest. Und ich meine, gut, 5% ist natürlich Trash, aber, also das will man natürlich nicht haben. Du willst eigentlich mindestens immer 2%, zweistellige Prozent. Oder halt, also mein Minimum, habe ich immer gesagt, ist 15. Weil 25 ist das Maximum. Und 15 ist das Maximum auf Trash-Waffen. Und ich meine, gut, eine Trash-Waffe ist immer viel schlechter als eine Unique-Waffe. Einfach nur wegen den Stats halt, wegen Cast-Time und den ganzen Damage-Sachen und so. Aber ich würde sagen, man will eigentlich schon immer mindestens 15. Poison Cloud. Wobei natürlich, wenn man jetzt 13 rollen würde, dann würde man es wahrscheinlich auch erstmal keepen, lieber. Aber ja, 15 ist eigentlich so das, was ich immer anpeilen würde. Und bei Bloody und AG ist das auch ziemlich realistisch, weil es gibt 10.000 AG-Stuffs mit Poison Cloud und wahrscheinlich auch 10.000 Bloody-Stuffs mit Poison Cloud. Sollte die häufigste Erweckung auf Bloody und AG sein. Bloody gibt es auch einige mit Electric Shock, aber die allermeisten oder sehr, sehr viele auf jeden Fall sollten Poison Cloud haben. Also da sollte man eigentlich auch nicht wirklich Schwierigkeiten haben, diese zu finden. Gibt kaum Historic Stuffs. Ja, Historic ist halt wieder was anderes, weil da haben halt viele Leute damals nicht die Ressourcen gehabt, und auch nicht den... Also ich hatte auch immer clean Historic Stuffs eigentlich, weil das Rerollen ist ja recht teuer. Und ich meine, bevor du hunderte Millionen Rerolls verbutterst, dann lässt du ihn halt auch lieber wieder clean. Also da ist der Unterschied zu AG und Bloody, da gibt es halt nicht so ultra viele. Bei AG war ja mal die beste, höchste Waffe im Game und Bloody auch. Aber Hiss war es nie. Und deswegen gibt es weniger, also so würde ich zumindest erklären oder vermuten, gibt es weniger Hiss-Stuffs mit der Erweckung. Und man trägt ihn halt auch viel kürzer, da kann man sich leichter damit abfinden, wenn man sagt, naja, da ist nicht so wichtig. Aber AG trägt man eigentlich schon relativ lange. Na gut, technisch gesehen trägt man Hiss länger. Aber 75 bis 105 geht wahrscheinlich schneller oder genauso schnell wie 105 bis 120. Aber hauptsächlich ist es wahrscheinlich deswegen, weil AG mal die höchste Waffe im Spiel war und Bloody auch und Hiss nie. Also wirst du dich unter Umständen einfach damit abfinden müssen, wenn du kein Historic Stuff findest. Auf jeden Fall nicht selber erwecken. Auf keinen Fall selber erwecken. Auch bei AG und Bloody niemals selber erwecken.
Dann lieber keine Erweckung oder eine andere Erweckung als selber erwecken. Das kostet einfach zu viel Geld und ist halt pures Glücksspiel. Und ja, das war's eigentlich.